Und damit herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Ich bin froh, wenn ich endlich wegkomme, weil dieses Soundfall von der aufgewühlten Menge da hinten doch sehr laut ist. Hallo, du lässt mich durch? Du, offenbar, du musst ihn bewachen. Hahaha. Ja, so funktioniert Inklusion tatsächlich nicht. Da hat John recht, aber ich fürchte, wir bewegen uns jetzt zu einer Zeit, in der aus Angst nicht inkludiert wurde. Who the hell are you? How did you get in here? Durch die Mr. Tür. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor. What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Gut, wir müssen zur Küche und zu den Baracken. Und das wäre ja schön. Here we go again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead body. 0. Wäre ja schön, wenn die Frau, die geschrien hat, tatsächlich unsere gesuchte Schwangere ist. Was haben wir denn da? Oh. Okay, Blut. Someone bled profusely here. Ja, schön. Und Kisten. Ah, kaputte A fresh Kiste. crack, as if the crate was hit recently. Okay. Ich pinne mal das Bild weg. Während ich mir hier alles anschaue, damit ich nichts verpasse. A furrow in the ground. A blood trail leading to or from the canal. Wahrscheinlich eher to. Clearly a left handprint here. Ah, was These hast du events gefunden, are John? fractured into so many pieces. But I know you can collect them all, Sherlock. Ja, natürlich kann ich das. Ein Barfußabdruck in Größe 10. A heavy boot with a worn-out sole. Police boots.
Always happy to trample evidence. Mhm. Wir folgen einfach mal der Brotkrumenspur aus Beweis. Carnelian agate beads, a traditional African adornment. Okay, der Stock ist kein Hinweis, sondern nur das Blut. The blood sprayed off the blade after the strike. Ah, nur die Spitze. It might have been used as an improvised weapon. No hint of blood or impact. Okay. Also irgendjemand wurde verprügelt und wollte dann in den Kanal oder ist dann in den Kanal gesprungen. Also der ist geflüchtet. Someone was dragged against their will. Mhm. Okay. The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. Back off. Ja, gut. Da hinten kommen wir noch nicht hin. John, was hast denn du da? No one deserves to end up in a place like this. Du guckst einfach in irgendwelche Zelte. Das ist okay. Das... Ah, das ist der andere, der verletzt wurde. Die Schuhgröße hatten der. The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. He is in shock, feverish and dehydrated. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. Würde ich ja, aber ich kann nicht. Ah, etwas zum Säubern, etwas zum Desinfizieren, etwas zum Verbinden. Sieht doch wie zum Verbinden aus. That will kill, not save him. Okay. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Stechpalme und so nicht so sonderlich aus. Schiff? It won't do any good. Ich weiß, es ist spitzwegerig oder breitwegerig oder sowas könnte man gut drauf tun. Excuse me, just one question. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Mann, John, du erschreckst mich. Oh. Zum Säubern? Wasser? I'll use it to create a solution. Gut, was zum Säubern haben wir schon mal. May I ask for your assistance? A solid question, sir, but I don't have the answer. Ja, und hier liegt die Leiche. Aloe Vera ist auch eine I can use Heilpflanze. this to stop the infection from spreading. Ja, definitiv. Dann nehmen wir doch ein bisschen Aloe mit. Hast du schon? Das brauchen wir jetzt noch. Etwas zum Verbinden. If they find out about the passage, everything will go to hell. Ah, Passage. Welche Funktion der Durchgang hatte. Verwerfen. Verwerfen. Nee. Höchste Hilfe. Okay. Ja gut. Ich habe nicht alles, aber ich komme gleich nochmal. Sherry, just look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? Also dafür sieht es aber doch ganz sauber aus. Oder ganz gut hier, finde ich. Vermutlich Just sauber. washed. Better than nothing to bandage the wound. Gut. I've collated all the ingredients, now to prepare the first aid solution. Ja, aber erstmal muss ich If da they hinten find out about the passage, nochmal lauschen. Ja, okay. Nach unten. Licht der Öffentlichkeit. Flüchtlinge rausbringen, ja. Hysterie, nein. Abriegelung des Lagers. Wichtig türkischer Beamter. Geld. Mhm. Geht immer um Geld.
Einige Polizisten befürchten, dass das Lager aufgrund der Angelegenheit mit der Leiche vollständig abgeriegelt wird, wodurch sie mit ihren illegalen Aktivitäten kein Geld mehr verdienen würden. Nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. The coppers smell fishy here, Sherry. Perhaps we should sniff around in the camp a little more thoroughly. Okay, erstmal gehen wir zurück zu dem Verletzten und verbinden die Wunde. Damit der uns nicht verblutet, während ein Polizist direkt daneben steht, ne? Hier. Ne, hier. Chemische Analyse. Ernsthaft, für Wasser, Stoff und Aloe Vera müssen wir eine chemische Analyse machen. Gut. Wenn ich hier die Vorzeichen umkehren könnte, wäre das super. Dann brauche ich nämlich nur noch eine grüne 1. Und die kriege ich hier. Und zwar hier durch? Ja. Bitteschön. Thank you. This should make you feel better, my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Das weißt du noch nicht, ob er an einer Infektion sterben wird, aber wir haben seine Chancen mal verbessert, ne? So, weiter geht's zum Ermitteln. Zigaretten. Malpal, soaked with salt water. Eine Menge Geld. 1,000 pounds. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. Und was ist das? A simple leather sheath. Hm. Perfect for a dirk. Gut. Wie das Messer, das da in der Brust drin steckt? Coal dust under the nails. I don't see much coal around here. Aber unter der Galerie war Kohle. A steel dirk. Sharp. A common accessory among sailors and soldiers. I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. An interesting tattoo. Does it mean something? Okay. Habe ich auch noch nie gesehen, kenne ich auch nicht. Die Schuhe, Größe? Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was limping, John. A violent death. But this man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? May I ask for your assistance? Nothing I can tell you, sir. But Okay, others might know more. was hat diese 3 Punkte in der Sprechblase, was haben die zu bedeuten? Das weiß ich nicht mehr. Mit einer Schlüsselperson reden. So. Mit einer Schlüsselperson. Du vielleicht. You still here? The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. Okay. Das ist natürlich jetzt nicht so gut, dass der da nichts zu weiß. Haben wir hier sonst noch was? Die Hinweise haben wir uns schon angeguckt. Back off. Okay. Also wir haben hier Hinweis 8, 5,
6, 7. Die haben wir. Das heißt, alles kleiner als 4 bräuchten wir. Okay, 4 haben wir hier. 3 haben wir hier und 9 haben wir hier. 2 liegt da und 1 ist die Leiche. Okay, dann haben wir da tatsächlich schon alles. Kann ich mit euch darüber reden? Nee, kann ich nicht. Help me, please. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Okay. Vielleicht der Bürohengst am Eingang. Vielleicht weiß der dazu was. Hallo, schreiende Meute. I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. Nee, der weiß auch nichts. Was war da? Zigarettenstummel. A single Malpal butt. Und sehr viele andere. Roadman cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp. Echt jetzt? Ich will dir noch ein paar Beweise I'm busy. zeigen. Okay, kann ich Don't nicht. you have papers to fill? City Hall lubberheads. Okay. Erstmal noch ein bisschen Gedankenspiel, ne? Der Schurke war auch in Vogels Galerie. Ja, das Vogel hieß er ja. Ja, das wissen wir doch schon. So weit war ich auch schon, Freunde. Okay. Uff, sehr viele Informationen. Ich hoffe, ich kriege das mit der Rekonstruktion hier jetzt hin. Gut. Dann rekonstruieren wir mal. Oder versuchen es. Also. Okay, ich lasse das mal so stehen, weil ich nicht genau weiß, was Sache ist. Ich vermute, dass er die Frau hier wegzerren wollte. Nee. Sind das nur die 2 Optionen? Ja, dann ist es die hier. Hier hat sie sich gewehrt. Oder... Was gibt's noch? Was ist da jetzt der Unterschied? Beim einen Mal steht sie und beim anderen... Ach, hier verteidigt er sie. Nee. Nee, definitiv nicht. Also er hat ihn mit dem Ast angegriffen und wurde dafür gestochen, um die Frau zu retten. Es ist immer die Option, sie ist freiwillig mitgegangen und er hat sie vor den Typen verteidigt. Oder er hat sie mitgeschleppt und sie wollte nicht und er musste sich dann quasi gegen die anderen aus dem Flüchtlingslager wehren. Okay, hier kam dann er dazu. Ich glaube, er ist weggerannt. Weil wegen der Fußabdrücke. Hier haben sie gekämpft. Ja. Hier haben sie gegen die Kisten, den Kisten gekämpft. Er ist über die Kiste gestolpert oder was auch immer. Und dann... Ich glaube, er ist selber in den Kanal gesprungen. Tatsächlich. Da. So, we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding,
he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. Okay, würde ich aber sagen, machen wir hier für heute Schluss und beim nächsten Mal dann weiter. Das passt nämlich wunderschön so zeitlich. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.